Hallo und herzlich willkommen im Vektorgarten. Mein Name ist Monika und in diesem Video zeige ich eine alternative Methode, um Pfade zu zeichnen. Normalerweise, wenn man in Illustrator mit dem Zeichenstift arbeitet, setzt man die Punkte und zieht dann die Griffe raus und setzt Kurvenpunkte und passt das so an. Und das ist natürlich sehr exakt, aber es ist nicht besonders intuitiv. Und es gibt auch eine andere Möglichkeit, mit der man das machen kann. Die einfachen Punkte, die man setzen kann, sind ja Eckpunkte. Und genau so lässt es sich auch anfangen. Man muss natürlich schon eine Idee haben, wo die Punkte eigentlich hingehören, und dann kann man eben einfach Eckpunkte setzen. Und zwar einfach klicken, 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 bis man die eben alle gesetzt hat. Und ich gehe hier jetzt einmal rum und setze da überall diese Eckpunkte. So. In der zweiten Runde kann man jetzt direkt die Pfadsegmente anfassen und in Form ziehen. Wenn man immer noch auf dem Zeichenstift zugange ist, einfach die Alt-Taste drücken und dann die Pfade in Form ziehen. Und damit kommt man auch ziemlich schnell durch bei dieser ganzen Geschichte. Das machen viele Profis so, und wenn man nicht wie ich immer daneben klickt, sondern tatsächlich trifft, dann geht das sehr, sehr schnell. Es hat einen kleinen Nachteil, und das ist hier auch zu sehen: diese Punkte sind immer noch Eckpunkte, und selbst wenn man die Griffe ziemlich genau anpasst, kann es trotzdem halt sein, dass es da immer noch kleine Ecken gibt. Das heißt also, man muss hinterher immer noch beigehen und diese Punkte auswählen und dann umwandeln in Kurvenpunkte. So. Und dann ist das Ding fertig. Nun gibt es noch eine andere Möglichkeit, und die ist für Leute, die Astute Graphics Plugins haben. Haben ja viele Leute, und insofern schauen wir uns das mal an. Ich mache das hier mal alles rückgängig, sodass wir wieder diese eckigen Formen haben. So. Und da kann man jetzt das Inkscribe-Tool nehmen, was hier unter dem Zeichenstift ist. Und das Interessante ist jetzt, wenn man mit diesem Werkzeug diesen Pfad bearbeitet, ich gehe hier mal rüber, dann sind das für dieses Werkzeug alles Kurvenpunkte, obwohl sie ja Ecken bilden. Das ist also eine interne Geschichte in diesem Werkzeug, und da wird es jetzt interessant. Wir haben hier den Astute Buddy, der eben Hinweise gibt, welche Tasten man drücken kann, um noch Sachen mit dem Werkzeug zu machen. Und wir haben hier außerdem das Inkscribe Panel, in dem die Optionen eingestellt werden. Und ich habe hier die Erkennung für Konnektorpunkte eingeschaltet und die Erkennung für Kurvenpunkte. Und da wird es jetzt interessant. Das heißt, wir gehen hier natürlich genauso wie vorher mit dem Zeichenstift vor und können jetzt diese Griffe ziehen, und da wurde jetzt automatisch diese Kurve gebildet. Das heißt, die müssen wir hinterher nicht anpassen, sondern die besteht jetzt schon. Und das macht diese ganze Geschichte mit dem Werkzeug natürlich super interessant, weil es eben ein Schritt weniger ist, den man machen muss. Sehen wir uns nochmal diese Konnektorenpunkte an. Dafür werde ich mal hier simulieren, dass wir hier wirklich dazwischen eine Gerade haben wollen. Und da kann ich jetzt also mit gedrückter Alt-Taste, wie das im Astute Buddy steht, hier noch einen zusätzlichen Punkt setzen. Da werden übrigens jetzt zwei Punkte hervorgehoben in Pink. Das wären Punkte, an denen Tangenten sitzen würden. Das heißt also, da könnte ich die Griffe senkrecht ziehen, beziehungsweise im 45-Grad-Winkel, wenn ich da Punkte setzen würde. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man Schriften oder Logos nachzeichnet. So, ich setze aber hier jetzt den Punkt, und dann nehme ich das Werkzeug und kann jetzt diesen hier etwas weiter schieben. Wir wollen, dass das in der Mitte gerade ist. Und um das zu machen, kann ich jetzt hier mit der Taste R da draufklicken. Das heißt also, ich klicke hier drauf, drücke R, und damit wurden diese beiden Griffe zurückgezogen in die Punkte.
Und wenn ich jetzt diesen Griff bewege, dann erscheint hier das C. Das heißt, das wurde jetzt als Konnektorpunkt erkannt. Und ich mache das bei dem hier mal genauso, haben wir auch ein C. Und diese Konnektorpunkte sind interessant. Wenn ich die jetzt bewege, dann bleibt dieser Griff immer gerade, immer in der Flucht von diesem geraden Pfadsegment. Das ist also das Tolle an diesen Punkten. Illustrator selber kennt die nicht, Freehand hatte sowas. Und die sind auch sehr beharrungswillig. Das heißt also, solange man dieses Inkscribe-Werkzeug benutzt, bleiben diese Konnektorpunkte auch so bestehen. So, jetzt gehen wir hier nochmal bei und machen hier noch den Rest. Und dann ist dieses so fertig. Und da müssen wir noch diese Punkte hier einmal umwandeln. Das geht mit einem Doppelklick. Und dann haben wir da einen Eckpunkt, hier auch, Doppelklick drauf. Und da muss so ein Eckpunkt hin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf Gefällt mir oder abonniere den Kanal und erzähl es gerne weiter.